Yo Leute, in meinen Parcours-POV-Videos habt ihr mich ja oft gefragt, wie ich das Ganze aufnehme und wie ich meine GoPro befestige. Das ist eigentlich einfach, ich habe mir einen GoPro Mouse Mount selber gebaut dazu, das ist eine Mundhalterung, also ich kann die GoPro einfach in den Mund damit nehmen, dadurch habe ich echt eine super Perspektive und die GoPro hält super fest, ohne zu wackeln. Früher hatte ich immer so einen Brustgurt, den kennen wahrscheinlich einige von euch. Seitdem ich mir den Mouse Mount selber gebaut habe, habe ich die aber echt nie wieder benutzt, die Brusthalterung, weil es einfach deutlich mehr wackelt. Ich werde das auch gleich nochmal in einem Vergleich zeigen am Ende des Videos. Erstmal zeige ich euch jetzt aber, wie ihr euch das selber bauen könnt. Das ist ziemlich einfach. Ihr braucht nur zwei Sachen dafür. Einmal hier diese Standard GoPro Halterung. Die ist eigentlich auch immer bei der GoPro dabei. Gibt es aber auch so einzeln nochmal zu kaufen, glaube ich. Da gibt es auf jeden Fall einzeln nochmal zu kaufen. Und ihr braucht noch polymorphes Plastik. Das ist Plastik, was sich verformen lässt, wenn es warm gemacht wird, also ab 60 Grad. Könnt ihr das verformen, wie ihr wollt, und wenn es dann wieder kalt wird, dann bleibt es in der Form. Das ist super, damit kann man sich halt alles Mögliche selber bauen, zum Beispiel so eine Mundhalterung. Ich zeige euch jetzt genau, wie ihr das machen könnt. So, als erstes müsst ihr Wasser zum Kochen bringen. Im Original-Tutorial, was ich auf Englisch gesehen habe, wonach ich mir selber meinen Mouse Mount gebaut habe, wird gesagt, man soll dann das Plastik in den Wasserkocher reinpacken ins Wasser. Fand ich aber nicht so cool, weil es bei mir dann festgeklebt ist im Wasserkocher und ich dann da ewig dran rumgepult habe. Deswegen werde ich das jetzt einfach in einem extra Gefäß, also jetzt hier in einem Glas machen. Jetzt warten wir erstmal, bis das Wasser kocht. So, das Wasser sollte jetzt heiß genug sein. Ich packe es jetzt in das Glas rein und im nächsten Schritt werde ich dann das Plastik dazu packen. Ihr solltet darauf achten, dass das Plastik keine Giftstoffe enthält, das heißt, dass es lebensmittelsicher ist. Ich habe in der Videobeschreibung auch eins verlinkt, wo der Hersteller angibt, dass es lebensmittelsicher ist. Ob das so ist, kann ich nicht garantieren, aber ihr könnt da ja selber mal nachforschen oder googeln, falls ihr das nicht bestellen wollt. Packt einfach so viel dazu, dass es ungefähr für die Menge hier ausreicht. Also ich würde sagen, eine kleine Handvoll Plastik jetzt da rein. So, dann müsst ihr warten, bis das Ganze weich wird. Wenn das Plastik durchsichtig ist, heißt es, dass es weich genug sein sollte, um das zu verformen. Das heißt, ich gieße jetzt das heiße Wasser ab, hole das weiche Plastik raus und forme das so, wie ich das gerne hätte. Vorsicht, das Plastik ist noch ziemlich heiß. Mal schauen, ob die Menge reicht. Sonst muss ich einfach nochmal neues Plastik warm machen, aber ich denke, das sollte reichen. Ich forme das jetzt hier so ein bisschen, dass ich das dann um die Halterung herum packen kann. Also ich drücke das flach aus, nehme dann die Halterung und lege das Plastik da einmal so rum, dass es überall alles abdeckt ein bisschen. Passt auf, dass es nicht zu lang hinten rausgeht, das Plastik, sonst drückt das später ganz schön an den Gaumen. Das heißt, hier schön randrücken. Ihr wollt hier eine Fläche haben, wo ihr dann euren Zahnabdruck reinmachen könnt, damit das dann nachher richtig gut hält, wenn ihr raufbeißt. Wenn ihr das weiche Plastik um die Halterung herum platziert habt, sodass das in euren Mund noch reinpassen müsste, achtet darauf, dass ihr nicht zu viel Plastik ranmacht, sonst wird das so ein riesen fettes Teil, was ihr dann später immer im Mund rumtragen müsst. Deswegen probiert das so zu machen, dass das angenehm in den Mund passt und dass ihr trotzdem noch genug Fläche da habt, um guten Zahnabdruck zu machen, dass es dann auch stabil sitzt. Jetzt müssen wir das Ganze in Form bringen und zum Abkühlen bringen, ohne dass es die Form wieder verliert. Sobald das Plastik abkühlt, zieht es sich auch zusammen. Das heißt, wenn ihr jetzt den Mundabdruck hier macht bei dem weichen Plastik und es dann abkühlt in kaltem Wasser, dann wird es euch später nicht mehr passen. Deswegen müssen wir das so machen, dass ihr das jetzt in den Mund nimmt, darauf beißt, sodass es gut sitzt. Und dann kaltes Wasser in den Mund nehmt und immer wieder ausspuckt und neues kaltes Wasser dazu packt, bis das Plastik fest geworden ist und dann könnt ihr es wieder aus dem Mund nehmen. Das Gute bei dem Plastik ist, dass ihr es immer wieder weich machen könnt. Das heißt, wenn ihr es jetzt fest wird, aber sich zu doll zusammengezogen hat und nicht mehr in den Mund passt richtig, dann könnt ihr es einfach wieder in heißes Wasser reinhalten kurz, bis es wieder weich wird und nochmal neu anpassen. Ich habe mir jetzt ein Glas kaltes Wasser geholt. Werde jetzt das Mundstück in den Mund nehmen und immer wieder kleine Schlucke kaltes Wasser nehmen und dann ausspucken. Wichtig noch, nehmt das so in den Mund, dass die Halterung nach unten zeigt, dann könnt ihr die GoPro daran so befestigen, dass das
dass die GoPro später am Kinn sitzt. Wenn ihr die andersrum reinmachen würdet, hättet ihr die GoPro die ganze Zeit vorm Gesicht. Das würde natürlich beim Parcours stören. Als es gerade fest geworden ist, habe ich gemerkt, dass die Halterung zu nah am Kinn liegt und dass ich das ja ein bisschen falsch gemacht habe gerade. Deswegen habe ich es einfach nochmal weich gemacht. Das ist also gar kein Problem, das könnt ihr auch immer machen. Und nochmal die GoPro dran befestigt und das Ganze werde ich jetzt mit der GoPro einrichten. Das solltet ihr auch machen, dann wisst ihr genau, dass das später auch richtig sitzt. Das heißt, die GoPro dran befestigen an der Halterung, dann kaltes Wasser in den Mund nehmen und warten, bis dieses Plastik fest wird. Mein Mausmount ist jetzt abgekühlt. Das sieht man daran, dass es langsam wieder weiß wird, das Plastik. Wie ihr seht, habe ich es diesmal kleiner gemacht als beim ersten Mal, als ich mir einen Mausmount gebaut habe. Hier sitzt es natürlich dann fester im Mund. Ich habe aber gemerkt, dass wenn ich längere Runs mache, dass ich damit echt schlecht atmen kann, wenn ich ein riesen Plastikstück im Mund habe. Deswegen habe ich jetzt diesmal einfach versucht, das ein bisschen kleiner und schmaler zu machen. Mal gucken, ob es hält. Ich werde es auch gleich ausprobieren gehen draußen, ein paar Runs machen. Das zeige ich euch gleich. Ich will damit nur sagen, dass ihr einfach ein paar Mal rumprobieren müsst. Das Plastik ist echt billig. Irgendwie für 20 € oder so kriegt man 250 Gramm. Und daraus kann man, vielleicht 10 oder 20 Mausmounts machen, keine Ahnung, je nachdem wie viel Plastik man da benutzt. Also ich habe die 2 hier draus schon gemacht aus dem Beutel und ja, wie ihr seht, ist da noch einiges an Plastik übrig. Ihr könnt noch ein bisschen, jetzt wenn ihr wollt, so scharfkantige Stellen abfeilen mit der Feile. Ich habe es nicht gemacht letztes Mal und ich werde es auch diesmal nicht machen, weil ich einfach darauf geachtet habe, dass es alles relativ runde Ecken hat. Schon direkt beim Formen im Mund kann man darauf achten und die eine Stelle hier stört mich auch nicht wirklich. Ich habe es gerade in den Mund genommen, das passt alles super und fühlt sich gut an. Aber wenn ihr da irgendwo noch scharfkantige Stellen oder spitze Stellen habt, die euch stören oder wo ihr Angst habt, dass ihr euch damit wehtut, könnt ihr das mit einer ganz normalen Feile noch abschleifen. Ich bin jetzt draußen an so einem kleinen Trainingsspot hier und werde jetzt das erste Mal meinen Mausmount testen, was ich mir gerade selber gebaut habe, das neue. Und im Vergleich dazu habe ich auch meinen Chestmount mitgenommen und werde die gleichen Runs dann hiermit auch nochmal machen. Dann könnt ihr selber vergleichen, was ihr besser findet. So Leute, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit meinem neuen Mausmount. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr euch selber einen Mausmount nachbauen wollt, habe ich alle Sachen, die ihr dazu braucht, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die ich nicht beantwortet habe, schreibt mir das unten in die Kommentare. Oder wenn ihr Ideen habt für coole POV-Videos, die ich in nächster Zeit mal machen soll, schreibt mir das gerne auch unten in die Kommentare. Ansonsten abonniert den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.